Nachdem wir uns Schritt für Schritt durch das Backbone durchgearbeitet haben, möchten wir das Ergebnis nochmal in Summe betrachten und auf Konsistenz prüfen. Die Diskussionen in einem konkreten Schritt gehen ja doch sehr ins Detail, sodass wir das große Ganze aus dem Blick verlieren können. Wir wollen so nochmal sicherstellen, dass Anfang, Ende und alles dazwischen zusammenpassen, sowohl von der Kausalität als auch von der Granularität. Die Triggerfrage hierfür kann sehr simpel sein. Zum Beispiel, passt das so oder fehlt noch etwas? Genau, dann wäre das mal unsere erste Arbeitshypothese für das Backbone. Gibt es irgendwas, was ihr noch vermisst in diesem Modell? Auf jeden Fall. Okay. Und zwar gerade im Bereich Contracting, da müssen wir auf jeden Fall die AGBs am Start haben. Wir müssen diese Widerrufsrechte gewährleisten. Impressum muss auch da sein. Das sind ganz, ganz wichtige Pfeiler. Da stolpert man immer drüber, ja, und denkt, ach, das ist doch nicht wichtig oder das können wir auch später noch machen. Das muss drin sein, okay? Ja, finde ich super wichtig und auch super spannend. Ich glaube, für diese Diskussion, die wir hier führen mit der Story Map, die uns wirklich so ein strategisches Priorisierungsframework an die Hand gibt, was machen wir nicht, da würde ich fast sagen, das ist so gesetzt, das müssen wir so oder so machen. Das müssen wir auch in der ersten Version schon machen. Deswegen, es wird wahrscheinlich irgendwo im Contracting landen oder wir können sogar sagen, es taucht hier gar nicht explizit auf. Weil, wie gesagt, von der Granularität ist es was, das gemacht werden muss und ist auch eher ein kleines, feines Detail. Das würde ich hier auf dieser Ebene, glaube ich, gar nicht weiter mit darstellen. Ja, dem vertraue ich. AGB, Widerrufsbelehrung und Impressum sind Beispiele, bei denen die Granularität etwas ausufert. Auch wenn dies für Robin ein kritisches Detail darstellt, passt es nicht zur angepeilten Abstraktion der Diskussion. Dieser Logik folgend bräuchten wir auch einen Link auf die Startseite, eine Beschreibung der Leistung, eine Preisliste sowie viele weitere Punkte. All diese Dinge sind aber inhärent selbstverständlich, sodass sie hier keinen Mehrwert darstellen. Eine Storymap ist keine vollständige Anforderungsbeschreibung, sondern ein Priorisierungsframework. Wir priorisieren aber lediglich die wesentlichen Eigenschaften des Produktes. So bleibt die Diskussion übersichtlich und wir fokussieren uns auf die tatsächlichen Stellschrauben. AGB, Widerrufsbelehrung und Impressum sind in dieser Logik aber keine Stellschrauben, da sie so oder so gesetzt sind.